Und damit herzlich willkommen zu meiner Rollenspielübersicht für den November 2019. Diesen Monat ist die Ausbeute an klassischen Rollenspielen leider etwas dürftig, warum ich im Anschluss auch noch zwei Titel erwähnen werde, die zwar keine klassischen Rollenspiele sind, die aber dennoch vielleicht einer Erwähnung wert sein sollten. Aber kommen wir zum einzigen Rollenspiel diesen Monat, das am 15. November erscheint. Okay, das trifft das jetzt eigentlich auch nicht wirklich, denn auch vom neuesten Pokémon-Spiel und dem ersten richtigen Pokémon-Spiel für die Switch gibt es natürlich zwei Versionen. In Pokémon Schwert und Schild wandert man diesmal durch die Galar-Region, welche an das England der industriellen Revolution angelegt ist. Neben Raids und den bislang imposantesten Arena-Kämpfen dürfen wir uns auch wieder über viele neue Pokémons freuen. Als neues Feature werden die neuen Giga Dynamax-Formen der Pokémons eingeführt. Dabei lässt der Pokémon-Trainer seine eigenen Pokémons temporär zu schon bizarren Ausmaßen anwachsen und die Pokémons erhalten dann auch einen entsprechenden Giga-Angriff, welcher imposant in Szene gesetzt wird. Wenn ihr vorhabt, euch Pokémon zu holen, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eher die Schwert- oder die Schild-Version bevorzugt. Wie bereits gesagt, sind die Rollenspiele diesen Monat etwas Mangelware, auch wenn mit Pokémon doch ein Großkaliber auf uns wartet. Abschließend möchte ich nur kurz zwei weitere Spiele erwähnen, die diesen Monat erscheinen. So kommt am 8. November bereits das lang erwartete Kojima-Spiel Death Stranding heraus. Und seit der erste Trailer von Death Stranding 2016 bei der E3 gezeigt wurde, ist immer noch nicht viel mehr über die Story klar geworden. Außer, dass Norman Reedus, bekannt aus The Walking Dead, ein Baby in einen Flaschenfötus für Guillermo del Toro rumträgt, von Matt Mikkelsen und Zombie-Soldaten verfolgt wird und ab und zu über Leitern klettert und urinieren muss. Wen das neugierig macht, sollte Kojimas neuestes Werk eine Chance geben. Und am gleichen Tag wie der neueste Ableger von Pokémon, also am 15. November, erscheint auch EAs neuester Versuch im Star Wars Universum. Mit Star Wars Jedi Fallen Order erscheint von Respawn Entertainment ein Spiel, das sich an die alten Star Wars Jedi Knight und Jedi Academy Spiele orientiert. Respawn selbst hat sich in den letzten Jahren durch die Titanfall-Reihe und den Free-to-Play-Hit Apex Legends einen Namen gemacht. Allerdings sind die Entwickler keine Unbekannten, besteht doch Respawn aus Veteranen, die unter anderem das Call of Duty Franchise erfunden haben. Zum Spiel selbst sei gesagt, dass man als ehemaliger Padawan Cal versucht, in einem Universum zu überleben, das nach der Order 66 für Jedis lebensgefährlich geworden ist. Wenn euch dieser kleine Blick über den Rollenspiel-Tellerrand gefallen hat oder ihr der Meinung seid, dass in diesem Format nur noch Rollenspiele vorgestellt werden sollen, dann lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Ansonsten bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank und wir sehen, hören und spielen uns. Bis bald.